Sehr verehrte Anwesende, zurzeit läuft alles auf Hochtouren zur Vorbereitung der Massenimpfungen. Sehr große Impfzentren werden eingerichtet, aber während Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Pandemie verkündete, dass die Pandemie erst dann zu Ende sei, wenn es einen Impfstoff gebe, so gilt das jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es, auch wenn man geimpft ist, könne man sich immer noch infizieren und auch andere anstecken. Deshalb werden die Kontaktbeschränkungen auch für diejenigen weiter gelten, die sich impfen lassen. Hören Sie dazu den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Guten Abend, Karl Lauterbach. Hallo. Jetzt gibt es so viele Nachrichten, so viel teils gute Nachrichten in Sachen Impfstoff. Welcher von diesen ganzen verschiedenen Impfstoffen wird denn am Ende das Rennen machen, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, alle drei, die bisher, Wirksamkeit gezeigt haben, werden das Rennen machen, weil wir brauchen ja mehr Impfstoff, als wir derzeit zur Verfügung haben. Und alle drei haben erstklassige Ergebnisse gebracht, Wirksamkeiten von 90-95%. Somit drei sehr gute Impfstoffe. Das sind wirklich Durchbrüche für die Medizin. Und jeder einzelne wird komplett verimpft werden. Also alles, was wir bekommen können, werden wir verwenden. Also Sie gehen auch davon aus, dass vor Weihnachten schon die ersten Impfungen in Deutschland stattfinden werden? Da bin ich nicht sicher. Ich glaube, dass die Zulassung geschehen könnte. Ob die ersten Impfungen in Deutschland schon vor Weihnachten stattfinden können, da würde ich nicht drauf wetten wollen. Aber wenn, dann ist es knapp danach. Also die Impfstoffe sind sehr gut im Rennen. Die Zulassungsverfahren beginnen also in der 2. Dezemberwoche in den Vereinigten Staaten und werden unmittelbar danach auch in Europa zugelassen werden. Und dann geht das Gehacke ja los. Es gibt dann ja die Vorschläge der Bundesregierung, wie priorisiert wird. Aber wie stelle ich mir das vor? Da fahren dann Laster mit den Impfstoffen durch Deutschland, müssen hochgesichert werden, möglicherweise von der Bundeswehr. Oder wie wird das ablaufen? Was glauben Sie? Das sind ja drei unterschiedliche Impfstoffe und der BioNTech-Impfstoff, der muss sehr tief gekühlt werden bei minus 70 Grad. Der wird sicherlich speziell angeliefert werden, weil die Kühlkette muss strikt sein. Die anderen beiden Impfstoffe, die muss man nicht so tief kühlen. Da ist auch ein anderer Transport möglich, aber tatsächlich das Ganze muss hochprofessionell organisiert sein. Impfzentren und mobile Teams wird man kombinieren müssen, sonst geht es nicht. Was ist denn eigentlich, wenn die Krankenschwester oder der Arzt dann geimpft sind? Die können doch feiern gehen ab da, oder? Nein, feiern gehen darf niemand. Also feiern gehen ist nicht angemessen. Zunächst einmal wissen wir nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, sich auch noch infizieren können, vielleicht sogar ansteckend sind. Wissen wir nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, sich auch noch infizieren können, vielleicht sogar ansteckend sind. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Aber das heißt, für die, die geimpft sind, werden dann erstmal dieselben Maßnahmen gelten? Das wäre ja absurd. Genau, eigentlich sind die doch frei. Nein, die sind nicht frei, weil wir damit ja nicht ausschließen können, dass diejenigen, die geimpft sind, sich weiter infizieren können und andere anstecken. Somit man ist dann zwar selbst vor schwerer Krankheit geschützt, aber die Rücksicht, die wir aufeinander nehmen müssen, die gilt natürlich auch für die Geimpften. Das ist ja genau das Gleiche, was wir jetzt auch von Jüngeren, die selbst nicht schwer erkranken, in der Regel verlangen, zu Recht. Das heißt, die sind geimpft und müssen trotzdem weiter warten mit einem total normalen Leben. Und ab wann gilt dann wieder insgesamt aufzumachen? Erst bei Durchimpfung? Wenn wir Herdenimmunität erreicht haben, also wenn wir genug Leute geimpft haben, dass das Virus in Deutschland ausstirbt und dass die Risikofaktorengruppen alle gut geimpft sind, dann kehren wir zur Normalität zurück. Das wird im Laufe 2021 der Fall sein, möglicherweise erst zum Ende 2021. Die benannten Impfstoffe bieten also nicht, wie viele gedacht haben, einen Schutz vor Infektion und Infektiosität, sondern voraussichtlich mildern sie nur den Krankheitsverlauf für diejenigen, die sonst sehr schwer an Covid-19 erkranken würden. Das heißt, auch wenn man geimpft ist, bleibt man nach wie vor potenziell infektiös und deshalb auch potenziell ein Gefährder. Und aus diesem Grund werden die Beschränkungen weiter gelten. Allerdings könnte man jetzt fragen,
mit welcher Logik die Kinder dann noch geimpft werden sollten. Denn momentan sind sie zwar nicht krank, aber potenziell infektiös. Und nach der Impfung ist das noch genauso. Das Gleiche gilt auch für Ärzte und Pfleger. Wenn diese geimpft sein werden, bleiben sie nach wie vor, so Karl Lauterbach, immer noch potenziell infektiös. Also wie auch immer, was auch immer Frau Merkel zu Beginn der Pandemie gesagt hat, war ganz anders gemeint. Die Pandemie ist nicht zu Ende, wenn es einen Impfstoff gibt, sondern die Pandemie ist zu Ende, wenn die Impfstoffe an alle gespritzt wurden. Und auch dann müssen die Einschränkungen weiter gelten. Bis wann? Bis das Virus komplett verschwunden sein wird. Alle impfen bis zur Herdenimmunität, darum geht es. Nun, von etlichen Wissenschaftlern werden sehr ernste Fragen an den völlig neuartigen Impfstoff gestellt. Klassische Impfstoffe werden ja dadurch hergestellt, dass man den Erreger abschwächt und dann injiziert. Das Abschwächen besteht zum Beispiel darin, dass man den Erreger in einem Hühnerei heranzieht. Durch den in den Körper verbrachten, abgeschwächten Erreger wird dann das Immunsystem ganz vorsichtig an den Erreger gewöhnt und auf diese Weise trainiert, sodass es, wenn der Erreger dann in einer sehr starken Dosis in den Körper kommt, darauf vorbereitet ist und mit der starken Erregerladung besser zurechtkommt. Diese klassische Herstellungsweise dauert sehr, sehr lange. Und bis alles vorklinisch und klinisch sauber getestet worden ist und dann die Zulassung erfolgt ist, dauert es mindestens 4 bis 5 Jahre, meistens aber deutlich länger. Jetzt ist man unter Zeitdruck einen völlig anderen Weg gegangen. Bei den gentechnisch erzeugten Impfstoffen führt man nicht einen abgeschwächten kompletten Erreger in die Zellen ein, sondern nur im Labor erzeugte Genschnipsel, kleine Genabschnitte, die den Erreger simulieren sollen. Man fügt nur genetische Information ein, also Messenger-RNA, so einsträngige RNA. Auf das Problem der Verpackung dieser Genschnipsel durch sogenannte Nanosomen oder Liposomen gehe ich jetzt nicht ein. Die eingebrachten Genabschnitte sollen dann in der Zelle ausgelesen werden und die Zelle dazu anregen, die Schnipsel zu vervielfältigen. Wenn dann die Zelle Teile des Virus produziert, wird das Immunsystem auf den Plan gerufen. Das sind insbesondere die sogenannten Lymphozyten, die Killerzellen, die jetzt die virenproduzierenden Zellen abtöten. Auch in diesem Fall geht es also um ein Trainieren des Immunsystems, aber diesmal, wie gesagt, nicht durch einen abgeschwächten Erreger, sondern durch Genschnipsel, die den Zellen eine Infektion durch ein Virus vortäuschen. Nun ist es so, dass ein solches Impfverfahren bisher noch nie für die Anwendung bei Menschen zugelassen worden ist. Bei Massentierhaltung schon, bei Menschen nicht. Wir werden also die Ersten sein. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass etliche Fachleute Fragen an dieses Verfahren gestellt haben. Fragen zum Beispiel: Habt ihr genügend untersucht, wohin die eingebrachten Genschnipsel im Körper wandern? Also, bleiben die Genschnipsel in den Muskelzellen, wo sie injiziert wurden, oder begeben die sich anschließend auf Wanderschaft und wandern vielleicht in Nervenzellen im Gehirn? Wäre das der Fall, könnte die Folge sein, so sagt man, dass die Immunabwehr dann diejenigen Gehirnzellen, die durch die eingewanderte Geninformation zu Virenfabriken umfunktioniert wurden, attackiert und abtötet. Das sollten also möglichst nicht sehr relevante Gehirnzellen sein. Nun, das sind theoretische Erwägungen. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, ob untersucht worden ist, wohin die eingebrachten Genschnipsel im Körper denn wandern oder ob sie am Ort der Injektion bleiben und dann nur ein paar zu Virenfabriken umfunktionierte Muskelzellen durch das Immunsystem ausgeschaltet werden.
Diese Fragen sind deshalb berechtigt, weil der menschliche Organismus nicht nur hochkompliziert ist, sondern hochkomplex. Und komplex ist etwas anderes als kompliziert. Komplex heißt, wenn ich ein Netz habe und nur eine Masche des Netzes verändere, hat das einen Einfluss auf alle anderen Maschen. Kurzum, welche Auswirkung hat das Einbringen von Messenger-RNA auf das gesamte Netz? Vor allem hat man auch folgende Frage aufgeworfen oder wirft sie auf. Liebe Leute, wie habt ihr das alles auf einmal so schnell untersucht? Wie habt ihr das in wenigen Monaten geschafft, was sonst viele, viele Jahre dauert? Oder habt ihr es gar nicht untersucht? Und kann die Öffentlichkeit bitte Einblick in die Untersuchungsprotokolle erhalten und diese Protokolle mit dem normalen Verfahren und den üblichen Sicherheitsvorkehrungen vergleichen? Außerdem habt ihr auch untersucht, wie alte Menschen mit Vorerkrankungen auf die Messenger-RNA reagieren? Reagieren sie anders als junge, vitale Menschen? Bitte zeigt uns die Protokolle. Nun, vielleicht ist ja alles in bester Ordnung, aber das ist momentan noch nicht sehr transparent. Wahrscheinlich liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Zulassungsstellen, in Deutschland ist das Ehrlich-Institut, die dicken Wälzer von der Pharmaindustrie auch noch gar nicht vor. Aber es ist verständlich, es bleibt verständlich, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will nicht zu den Ersten gehören, die diesen Impfstoff injiziert bekommen. Nun, ich möchte zu dem, was da auf uns zukommen wird, vorausschauend einige Gedanken entwickeln und dazu einleitend eine kurze persönliche Geschichte zum Immunsystem erzählen. Ich möchte etwas erzählen über den sogenannten psychoimmunologischen Aspekt. Es wird am Anfang allerdings noch nicht ganz klar sein, was mein kleines Erlebnis mit den jetzt kommenden Massenimpfungen zu tun hat, aber am Ende meines Beitrags wird sich das zeigen. Im Winter 1988, 89 hatten wir damals in der Schule eine Influenza-Welle. Viele Kolleginnen und Kollegen waren krank, in etlichen Klassen fehlten 5 bis 10 Schülerinnen und Schüler. Ich selbst war nicht krank, aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich in einer Konferenz seelisch aufgeregt und echauffiert. Nach der Konferenz war ich erhitzt, ich habe leichtfertig meine Jacke nicht zugemacht, bin nach Hause gelaufen und dann merkte ich, dass das Virus jetzt doch Zugriff auf mich gefunden hatte. Ich bekam ganz schnell Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, hohes Fieber. Ich habe mich ins Bett gelegt und den Vertretungslehrer angerufen. Nun war es aber so, dass im Briefkasten ein Brief gelegen war von einem Freund. Dieser Freund strahlte jedes Mal, wenn wir zusammen waren, immer sehr starke, wie soll ich das sagen, sehr starke seelische Heilungskräfte aus, die mir gut taten. Jetzt nahm ich diesen Brief mit ins Bett und las ihn. Und dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Die Worte des Briefes enthielten so viel Liebevolles, dass ich körperlich spürte, wie Wärmewellen des Liebevollen mich durchströmten. Und dann das Merkwürdige. Eine halbe Stunde später hörten die Symptome auf und ich merkte, ich werde doch nicht krank. Die Wellen der liebevoll warmen Worte des Freundes hatten augenscheinlich mein Immunsystem so gestärkt, dass es doch noch mit dem Virus fertig wurde. Und jetzt folgt ein erster Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Durch dieses Erlebnis war der Freund ganz, ganz nah, obwohl er weit weg in einem anderen Land wohnte. Es war nicht Social Distancing, es war Spiritual Closeness, es war Spiritual Contact. Sehr verehrte Anwesende, gar nicht so wenige Menschen haben das eine oder das andere Mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und kennen gut, was ich beschrieben habe. Und vielleicht liegt ja in solchen Erlebnissen ein Hinweis auf das,
was wir zum Ausgleich des Social Distancing tun können, nämlich viel bewusster einen seelischen Kontakt zum anderen herstellen. Und wenn dann daraus sogar ein liebevoller Brief hervorgeht, umso besser. Und mit dieser Perspektive im Bewusstsein möchte ich jetzt im Vorblick auf die bevorstehenden Massenimpfungen einen weiteren Aspekt beleuchten. Ich muss dazu allerdings etwas ausholen, denn die Massenimpfungen stehen in einem viel größeren Zusammenhang. Ich möchte dazu auf 2 Bücher eingehen, die nicht irgendwer geschrieben hat, sondern der Begründer des Weltwirtschaftsforums, des World Economic Forum, Klaus Schwab. Hier ein Bild aus dem Jahr 2008. Das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum, ist ja bekannt durch seine jährlichen Treffen in Davos. Dort treffen sich die Milliardäre der Welt mit ausgewählten Politikern, ausgewählten Wissenschaftlern, ausgewählten Journalisten und anderen ausgewählten wichtigen Influencern. Und Klaus Schwab ist derjenige, der diese Gruppe von Menschen seit Jahrzehnten in wechselnden Zusammensetzungen zueinander bringt. Klaus Schwab ist ursprünglich ein deutscher Ingenieur in Ravensburg geboren und er hat vor Jahrzehnten das Weltwirtschaftsforum begründet und er leitet es noch immer. Nun, im vergangenen Sommer hat Klaus Schwab ein Buch veröffentlicht zu Covid-19. Titel Covid-19 – The Great Reset. Das Buch gibt es auch auf Deutsch. Ich halte es mal in die Kamera. Moment. Ich halte dieses Buch für ein außerordentlich wichtiges Dokument, vor allem deshalb, weil Klaus Schwab zusammen mit den Milliardären der Welt und den von ihnen eingeladenen Politikern und Journalisten einen denkbar großen Einfluss hat. Klaus Schwab sieht die Covid-19-Krise als einmalige Chance, in der Welt dringend notwendige Veränderungen vorzunehmen. Und er warnt fast flehentlich seine Adressaten, dass man diese Chance, die Covid-19 bietet, nicht verstreichen lassen dürfe. Worum geht es? Die Welt, so Klaus Schwab, steht vor riesigen Herausforderungen. Erstens, die Welt ist widerstandsfähiger zu machen gegen unerwartete Ereignisse, sogenannte schwarze Schwäne, wie das Auftreten von Viren und Pandemien. Zweitens, das Problem der extrem ungleichen Verteilung von Arm und Reich ist zu lösen. Drittens, die Welt ist grüner zu machen und die Klimakrise ist zu bewältigen. Ich blende jetzt dazu ein Interview ein, das der Fernsehsender Euronews mit Klaus Schwab geführt hat. Es mag unlogisch klingen, aber Covid-19 könnte der Moment sein, in dem die Welt eine zweite Chance hat, es richtig zu machen. Die globale Ungerechtigkeit wurde durch die Pandemie auf brutale Weise aufgedeckt. Das sich vertiefende Wohlstandsgefälle, die Ungleichheit der Gesundheitsversorgung, die Arbeitsplatzunsicherheit, die sich verschärfende Klimakrise sowie die Entlarvung von Führungskräften, die für sich selbst und nicht für ihre Bürger arbeiten. Aber sie hat auch auf beispiellose Weise gezeigt, dass die Welt gemeinsam und schnell für das Allgemeinwohl handeln kann. Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, glaubt, dass ein globaler Neuanfang möglich ist. Er hat ein Buch über genau dieses Thema veröffentlicht und ist mir jetzt zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie mein Gast in The Global Conversation sind. Wenn Sie sich den Zustand der Welt im Augenblick anschauen, welches Wort kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Ich halte das Wort Reset für passend, weil wir das Virus noch immer bekämpfen, aber jetzt nach der Ankündigung von Impfstoffen recht optimistisch sein können. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Denn eines ist klar, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, wie es unsere Eltern
Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben, um wirklich darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist und was wir besser machen können. Was ist Ihre Priorität bei der Einleitung dieses Resets? Es gibt 3 Dimensionen, 3 Prioritäten. Die erste besteht darin, die Welt widerstandsfähiger zu machen, denn wir werden definitiv mit anderen Überraschungen konfrontiert werden, mit schwarzen Schwänen, wie sie genannt werden, vielleicht mit verschiedenen Arten von Viren. Zweitens müssen wir die Welt integrativer und gerechter machen, denn wir haben gesehen, dass wir ein untragbares Ausmaß an Menschen erreicht haben, die sich ausgeschlossen fühlen. Unsustainable degrees of levels of people who felt excluded. Und schließlich müssen wir die Welt viel grüner machen. Wir müssen endlich all unsere Energie in die Dekarbonisierung stecken, um eine große Katastrophe zu vermeiden, für die wir heute die ersten Anzeichen sehen. Der wesentliche Aspekt ist nun der, auf welche Weise die Probleme der Welt jetzt gelöst werden sollen. Die Antwort durch Technologie. Genauer, durch die 4. industrielle Revolution, abgekürzt 4IR. Die 4. industrielle Revolution. Das ist auch der Titel eines weiteren Buches, das Klaus Schwab geschrieben hat und auf das ich mich im Folgenden beziehen werde. Covid-19 ist in den Augen von Klaus Schwab einerseits eine Pandemie, aber, und das ist der viel, viel wichtigere Punkt für das Weltwirtschaftsforum, Covid-19 soll genutzt werden für einen sogenannten Neuaufbau der Welt im Sinne der 4. industriellen Revolution. Die modernen Impfungen sind Bestandteil der 4. industriellen Revolution. Es geht also um viel, viel mehr als um die Bekämpfung einer Pandemie, von der Klaus Schwab und sein Co-Autor Mallaré übrigens Folgendes schreiben. Covid-19 ist eine der am wenigsten tödlichen Pandemien, die die Welt in den letzten 2000 Jahren erlebt hat. Ich hoffe sehr, dass die Mitarbeiter von Klaus Schwab ihren Chef mit den richtigen Zahlen versorgt haben, sodass Professor Schwab mit seiner Aussage keine Fake News zur Größenordnung der Pandemie verbreitet hat. Aber ganz ungeachtet dessen, dass jemand wie Klaus Schwab die Covid-19-Pandemie unter epidemiologischem Gesichtspunkt als harmlos ansieht, ist für ihn Covid-19 ein Epocheneinschnitt von denkbar großem Ausmaß. Es geht darum, die Welt jetzt so zu verändern, dass man durch modernste und durch zukünftige Technologien in die Lage versetzt wird, die Probleme der Welt im 21. Jahrhundert zu lösen. Darum geht es. Und was damit gemeint ist, möchte ich durch einige Zitate aus den Büchern von Klaus Schwab illustrieren. Er schreibt: Die heutigen externen Geräte, von tragbaren Computern bis hin zu Virtual Reality Headsets, werden mit ziemlicher Sicherheit in unseren Körper und unser Gehirn implantiert werden. Diese Fortschritte in der Neurotechnologie werden unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern. Die Logik ist sehr klar. Je größer unsere kognitiven Fähigkeiten durch eine Verschmelzung von Körper und Maschine, desto besser können wir die Weltprobleme lösen. Das liegt im Übrigen auf der gleichen Linie, die der israelische Historiker Yuval Harari in seinem berühmten Buch Homo Deus skizziert hat. Die Roboter werden unter die Haut gehen und zum Beispiel punktgenau Transmittersubstanzen an bestimmte Nervenmodule im Gehirn bringen, um das Lernen der Kinder zu optimieren. Weltweit. Klaus Schwab wird diesbezüglich sehr konkret
und ich zitiere im Folgenden nur eine kleine Auswahl. Smart Dust, das ist intelligenter Feinstaub, der aus Anordnungen vollständiger Nanocomputer inklusive Antennen besteht, die sich selbst im Körper organisieren können. All das sind in den Augen Paul Schwabs Segnungen, die es besser möglich machen werden, die Herausforderung von Armut, von Klimawandel und Weltgesundheit zu bewältigen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass alle Kinder der Welt online unterrichtet werden. Denn indem die Kinder weltweit online unterrichtet werden, leiste man, so die Argumentation, auch einen Beitrag zur Verringerung der Kluft zwischen superreich und bettelarm. Damit die besten Lehrer der Welt auch den hintersten Winkel der Welt erreichen können und damit Drohnen die Impfstoffe auch in die letzten Winkel der Welt transportieren können, um auch den Ärmsten der Armen den Bio-Hightech-Schutz vor Pandemien zu liefern, benötigt man die massenhaften Satelliten, die in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Sehr verehrte Anwesende, was ich mit diesen Zitaten zeigen will, ist Folgendes. Während man sich in den Schulen mit Corona-Vorschriften befasst, wird die Zeit genutzt, um die Weichen für diese Zukunft der 4. industriellen Revolution zu stellen. Und die modernsten gentechnisch operierenden Impfungen wie mRNA-Impfstoffe, Vektorimpfstoffe und so weiter sind ein wichtiger Bestandteil dieser Revolution im Dienste der Gesundheit. Übrigens, die Vorgehensweise, wichtige Weichenstellungen während einer Schockphase vorzunehmen, entspricht genau dem, was die kanadische Journalistin Naomi Klein in ihrem Buch The Shock Doctrine ausgearbeitet hat. Mit anderen Worten, und so irrwitzig es auch klingt, es geht nur im Vordergrund um Covid-19. Dem World Economic Forum geht es darum, Covid-19 nicht ungenutzt zu lassen für The Great Reset, für den kompletten Neustart der Gesellschaft und Achtung, auch für einen kompletten Neustart des Menschen. Ich zitiere auch dazu Klaus Schwab. Die Tatsache, dass es jetzt viel einfacher ist, das menschliche Genom innerhalb lebensfähiger Embryonen präzise zu manipulieren, bedeutet, dass wir in Zukunft wahrscheinlich Designerbabys sehen werden, die bestimmte Eigenschaften besitzen oder gegen eine bestimmte Krankheit resistent sind. Mit anderen Worten, das, was man längst mit gentechnisch veränderten Pflanzen gemacht hat, nämlich sie so programmieren, dass ihnen zum Beispiel das Pflanzenvernichtungsmittel Glyphosat nichts ausmacht, das könnte man auch mit Menschen machen. Sie so konstruieren, dass sie gegen bestimmte Virenstämme resistent sind. Ich zitiere dazu aus der transhumanistischen Abhandlung, der berühmten Abhandlung I, Cyborg, von Kevin Warwick aus dem Jahr 2002. Der Mensch wird sich weiterentwickeln können, indem er sich die Superintelligenz und die zusätzlichen Fähigkeiten, die die Maschinen der Zukunft bieten, zunutze macht und sich mit ihnen verbindet. All dies deutet auf die Entwicklung einer neuen menschlichen Spezies hin, die in der Science-Fiction-Welt als Cyborgs bekannt ist. Das bedeutet nicht, dass jeder ein Cyborg werden muss. Wenn Sie mit Ihrem Zustand als Mensch zufrieden sind, dann soll es so sein. Sie können bleiben, wie Sie sind, aber seien Sie gewarnt.
So wie wir Menschen uns vor Jahren von unseren Schimpansen-Cousins getrennt haben, so werden sich auch Cyborgs von den Menschen trennen. Diejenigen, die Menschen bleiben, werden wahrscheinlich zu einer Subspezies werden. Sie werden effektiv die Schimpansen der Zukunft sein. Auch Schwab schreibt tatsächlich von einer Spaltung der Menschheit in eine überlegene, verbesserte, künstliche, transhumane Elite auf der einen Seite und Menschen, die diese Entwicklung verpassen. Ich zitiere: Wir werden möglicherweise Zeuge einer zunehmenden Polarisierung in der Welt, gekennzeichnet durch diejenigen, die den Wandel befürworten und diejenigen, die sich ihm widersetzen. Diese ontologische Ungleichheit wird diejenigen, die sich anpassen, von denen trennen, die sich widersetzen, die materiellen Gewinner und Verlierer in allen denkbaren Bedeutungen der Worte. Sehr verehrte Anwesende, man mag das alles für die wirren Fantasien eines Science-Fiction-Freaks halten, aber dann machte man einen fatalen Fehler. Es war noch nie eine gute Idee, die Bücher der selbsternannten Weltenretter nicht ernst zu nehmen. Ach, das wird schon alles nicht so schlimm kommen. Wirklich? Ich erinnere mich an einige Bücher, denen gegenüber man sich so geäußert hat. Es wird schon nicht so schlimm kommen. Falsch. Grundfalsch. Es kam immer viel schlimmer, als es sogar in den schlimmen Büchern stand. Das ist die Lehre der Geschichte. Bitte nennen Sie deshalb sich selbst gegenüber sehr gute Gründe dafür, warum es diesmal anders laufen wird. Sehr gute Gründe, warum alles das nicht passieren wird, obwohl alles Geld und alle Macht der Welt diese Impulse pushen werden. Was momentan in Gang gesetzt werden soll und wofür Covid-19 und die gentechnischen Impfungen nur der günstige Anlass sind, das ist schon mehrfach versucht worden, nämlich die Hervorbringung eines neuen Menschen. Im 20. Jahrhundert ging es zum Beispiel um die Schaffung einer neuen Menschenklasse, des Homo communisticus, oder einer neuen Menschenrasse. Jetzt geht es auf einer neuen Stufe darum, so Klaus Schwab in seinem Buch, einen neuen Menschentypus, den Homo digitalis, hervorzubringen. Und das führt, wie er schreibt, wortwörtlich zu einer Spaltung der Menschen in einerseits durch modernste Technologien erzeugte Übermenschen, digitale Supermenschen und auf der anderen Seite in die Normalmenschen, die gewissermaßen zu den Untermenschen von morgen werden. Sehr verehrte Anwesende, wenn ich das nicht beim Chef des Weltwirtschaftsforums gelesen hätte, ich würde mir an den Kopf fassen und das für eine wüste Verschwörungstheorie halten. Ist es aber nicht. Im kommenden Jahr wird es die Impfungen geben. Nicht als Zwangsimpfungen. Aber schon jetzt wird diskutiert, dass man bestimmte Veranstaltungen nur wird besuchen dürfen, wenn man geimpft ist. Oder bestimmte Reisen wird man voraussichtlich nur unternehmen dürfen, wenn man geimpft ist. Obwohl man, selbst wenn man geimpft ist, immer noch infektiös sein kann. Am Horizont erscheint hier eine neue Zweiklassengesellschaft. Oder man muss ja präzise formulieren, eine Zwei-Spezies-Gesellschaft. Ob es dann Rechtsanwälten tatsächlich gelingen wird, so etwas in einer Klage wegen Nötigung vor Gericht zu bringen und ob Richter dann das Standing haben werden, das auch so zu sehen, wird sich zeigen. Das heißt, die momentane Diskussion um die Masken ist nur ein relativ harmloses Vorspiel zu dem heraufziehenden Konflikt um die Impfungen. Nehmen Sie mir deshalb es bitte nicht übel, wenn ich diesbezüglich und im Hinblick auf die jüngere Geschichte einen warnenden Hinweis gebe. Je größer der Widerstand sein wird, desto härter werden die Maßnahmen der Regierungen werden.
Der Widerstand wird kaum je dazu führen, dass die Regierenden dann sagen, ja, stimmt, eigentlich habt ihr recht und wir Politiker lagen alle falsch. Vielen Dank für die Demonstration. Das war nicht einmal 1989 in der DDR der Fall. Es scheint ja so zu sein, dass man sich im Westen inzwischen strategisch an China orientiert. Begründung: Es habe sich während der Covid-19-Krise gezeigt, dass ein autoritäres Regime erfolgreich und effizienter mit der Krise umgehen kann. In der Tat, es ist für autoritäre Regierungen grundsätzlich leicht, diejenigen, die Widerstand leisten, die sich zum Beispiel nicht gegen Corona werden impfen lassen, als Verwirrte zu bezeichnen, die man entsprechend zu behandeln hat. Autoritäre Regime machen so etwas. Autoritäre Unternehmensführer oder Geschäftsführer machen so etwas. Das ist die Lehre der Geschichte. Es ist leicht für autoritäre Regime und für Menschen mit autoritären Neigungen, solchen Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern oder Corona impfen lassen wollen, den Vorwurf der Kindeswohlgefährdung zu machen und ihnen mit dieser Begründung die Kinder zu entziehen. Die entsprechenden Behauptungen gibt es ja längst. Sehr verehrte Anwesende, ich sage das im Vorblick, damit man sich nicht leichtfertig in einen heroischen, aber erfolglosen Widerstand gegen Impfungen begibt, für den man unter Umständen einen viel zu hohen Preis bezahlen muss. Ich sage nicht, dass man sich wegducken soll und nicht Widerstand leisten soll, aber wenn Widerstand, dann bitte nicht blauäugig. Falls es wirklich so sein sollte, und etliche spricht dafür, dass man sich im Westen strategisch inzwischen an China orientiert, dann kann man voraussehen, was mit den jetzt noch existierenden alternativen Medien in Zukunft geschehen wird. Es wird sie nicht mehr geben. Die massenhaften Löschungen in den sozialen Medien weisen überdeutlich in diese Richtung. Übrigens gab es da nicht den Satz, wer Videos löscht, der löscht irgendwann auch Menschen? Ich glaube, ich verwechsle hier etwas. Und was Demonstrationen betrifft, so erinnere man sich bitte an das Vorgehen Chinas 1989. Was wir bereits heute in Deutschland haben, ist eine aberwitzige Polizeigewalt gegen friedliche, singende Demonstranten. Sehr verehrte Anwesende, was wir bereits heute haben, ist die Unterwanderung friedlicher Demonstranten durch gezielt eingeschleuste Provokateure, sodass man einen Vorwand zur Auflösung einer Demo hat und entsprechende Medienbilder produzieren kann, die dazu führen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung von den krawallmachenden Demonstranten abwendet. Da können diese noch so friedlich sein. Aus meinen eigenen Demonstrationserfahrungen wüsste ich nicht, wie man die Unterwanderung vermeiden kann, denn aus rechtlichen Gründen darf man bei einer Demo niemanden ausschließen. Sehr verehrte Anwesende, man wird also andere Strategien brauchen. Was für Strategien? Was für positive Perspektiven? Es war für mich sehr aufschlussreich, zum Thema Great Reset auf die Ausführungen einiger katholischer Priester in den USA zu stoßen. Und hier ein einziges Beispiel. What is the Great Reset? Well, it's an initiative that is being embraced by a lot of the world's elite. It's an initiative to make the world a better place. As a Christian, you need to know that one of the primary temptations of humanity has always been
to try to make the world into a paradise. Einige katholische Priester sagen aus ihrer Sicht, der größte Reset in der Geschichte ist derjenige, der vor 2000 Jahren veranlagt worden ist, nämlich zu lernen, seine Feinde zu lieben. Der größte Reset ist derjenige der Feindesliebe, der Impuls der Feindesliebe, den der Christus gegeben hat. Ich würde ergänzen, auch das, was der Buddha in die Welt gebracht hat, mit seinem Impuls von Liebe und Mitleid, ist immer noch ein gewaltiger Neubeginn. Auch was Zarathustra in die Welt gebracht hat, mit seinem Impuls, die Erde durch liebevolle Bearbeitung zu pflegen, ist ein gewaltiger Neubeginn. Für einige katholische Geistliche, ich selbst bin nicht katholisch, aber das spielt jetzt keine Rolle, ist der jetzt geplante Reset nichts anderes als ein technologischer Anti-Entwurf zu dem Reset des Christusimpulses, nämlich zum Neubeginn durch die Entwicklung der Feindesliebe. Statt der Heilungen durch die Stärkung des Immunsystems ein technischer Eingriff durch gentechnisch operierende Impfstoffe. An dieser Stelle noch ein kleines sprechendes Detail, auf das ich bei der Lektüre von Klaus Schwab gestoßen bin. In der Geschichtsschreibung der westlichen Welt unterscheidet man bekanntlich in Vor Christus und Nach Christus, auf Englisch Before Christ and After Christ, abgekürzt BC and AC. Klaus Schwab erwähnt in seinem Buch gleich am Anfang, dass einige bereits jetzt behaupten, man werde in Zukunft ein neues BC and AC haben, nämlich Before Corona and After Corona. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal zurückkommen auf meine kleine Geschichte am Anfang. Was ich erlebt habe, war ja nicht Feindesliebe, sondern Freundesliebe. Aber die Wirkung war bereits gewaltig. All die liebevollen Worte, die ich lesen durfte, haben mein Immunsystem gestärkt. Und damit komme ich zum Schluss und zu einer wichtigen Frage, die mich sehr beschäftigt. Was macht man für den Fall, dass die Impfungen einem riskant erscheinen, aber man um die Impfungen nicht herumkommt, so umstritten sie im Fall von Corona auch sind? Warum dieses gruselige Szenario? Ganz einfach. Die erzeugte Angst vor dem Virus ist enorm. Die Lehrerverbände werden einen gewaltigen Druck machen und verlangen, dass Lehrer und Kinder durchgeimpft werden. Elternverbände werden Druck machen. Und der Preis, sich diesem Druck zu widersetzen, könnte irgendwann zu groß werden. Und je friedlicher die Demonstration, desto massiver wird man sie auflösen. Und durch die Darstellung der Impfungen in den Medien mit den riesigen Werbeetats der Impfindustrie wird eine Mehrheit der Bevölkerung die Impfungen immer befürworten, sodass selbst bei einer Volksabstimmung eine demokratische Mehrheit für die Impfungen wäre. Auch deshalb dürfte es schwer sein, um die Impfungen herumzukommen. Deshalb meine Frage nach Alternativen für den Fall, dass man um die Impfungen nicht herumkommen wird. Und gerade deshalb meine Frage nach einer positiven Perspektive. Welche positive Perspektive? Könnte es nicht sein, dass die gleichen Kräfte, die mein Immunsystem so stärken konnten, dass diese Kräfte auch in der Lage sind, potenzielle Wanderungen der Messenger-RNA zu unterbinden? Eigentlich ist das für mich mehr eine Hoffnung oder sogar ein Vertrauen. Die gleichen Kräfte, die das Immunsystem stärken können, sodass es mit einem Virus fertig werden kann, sind vielleicht auch dazu imstande, die eingebrachten Genschnipsel in ihre Schranken zu verweisen. Sehr verehrte Anwesende, ich halte das für einen Gesichtspunkt, der es wert ist, dass man über ihn nachdenkt. Bei mir persönlich führt das dazu, dass ich den Impfungen, falls ich zu ihnen gezwungen sein sollte, sehr viel ruhiger entgegensehe. Ich vertraue darauf, dass die Kräfte, die ich kennengelernt habe, stärker sind.
Und wenn mein momentan noch sehr, sehr kleines Vertrauen erstmal gewachsen sein wird, sodass es wenigstens so groß ist wie ein Senfkorn, dann werde ich wohl auch zu den Bergen potenzieller Nebenwirkungen sagen können, hebet euch hinweg und sie werden es tun. Selbst wenn das nur ein Placebo-Effekt sein sollte, denn der ist erwiesenermaßen beträchtlich. Darüber hinaus bin ich zuversichtlich, dass neben den Kräften der Freundesliebe und noch stärker der Feindesliebe zusätzlich auch die Hilfsmittel der alternativen Medizin dazu beitragen können, einige Nebenwirkungen von Impfungen abzumildern. Ich vertraue darauf. Und deshalb noch ein letzter verrückter Gedanke, weil ich schon von Feindesliebe gesprochen habe. Ich persönlich habe viel damit experimentiert, die Kälte zu umarmen. Ich bin zum Beispiel im Winter Tag für Tag in einen zugefrorenen See gegangen, in dessen Eis ich mir ein Loch gehackt habe. Übrigens, wenn ich kein Eis oder keinen Gebirgsbach zur Hand habe, dann nehme ich ein Eisbad, das ich mir in einer Badewanne zubereite. Ich erzähle das nicht, um das Eisbaden zu empfehlen, das steht mir nicht zu, denn ich bin kein Therapeut und erst recht kein Arzt. Aber ich habe gelernt, dass immer dann, wenn ich die unangenehme Kälte innerlich umarme, die Eiseskälte ihren Schrecken verliert und dann das eiskalte Wasser vom Feind zum Freund wird und mich stärkt, statt mich zu schwächen. Und vor diesem Hintergrund frage ich mich, und Sie dürfen das gerne verwerfen und mit mir schimpfen oder mich für einen Narren halten. Vielleicht hilft es ja auch, die Impfung, so sehr mich die unerforschten Nebenwirkungen schrecken, innerlich zu umarmen wie die Kälte und zu sagen, sei willkommen. Wir zwei, wir werden miteinander zurechtkommen. Ich will dich nicht als Feind betrachten und vor dir Angst haben. Angst haben ist das Dümmste, was ich machen kann. Sehr verehrte Anwesende, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen kann. Was ich sagen will ist, der Impuls der Feindesliebe ist unglaublich stark. Er ist die denkbar größte Kraft in der Welt. Mir jedenfalls nimmt das Konzept der zu lernenden Feindesliebe ein bisschen die Sorge, auch im Hinblick auf die unerforschten Nebenwirkungen künftiger Impfungen. Ich weiß, das sind wundersame Gedanken, aber was denn sonst?